Ich habe manchmal das Gefühl, dass irgendwie überall eigentlich die Leute das Gleiche beschäftigt in einer bestimmten Altersgruppe. Es geht doch eigentlich immer um so, auf was will ich mein Leben bauen, was sind so Ziele im Leben, was ist der Sinn von all dem hier, was macht mich irgendwie besonders, gerade in einer Gesellschaft, wo Individualität total wichtig geworden ist, stellt sich die Frage noch mal viel mehr, glaube ich. Wir sind ein Andersort. Diese Form gibt es nur sehr selten in unserer Gesellschaft. Wir sind ein Ort, an dem verschiedene Geschlechter, verschiedene Generationen, verschiedene Herkünfte beieinander leben und gemeinsam einen Auftrag haben, nämlich jungen Menschen Heimat, Freundschaft und Richtung in Christus zu geben. Auf dem Höhepunkt der Studentenunruhe 68, 69 kamen einige von uns frisch zum Glauben, neu zum Glauben. Und wir hatten dann die Frage, wie lebt man das, was wir jetzt hier gehört haben, im Alltag? Leben Christen im Alltag anders als andere Leute? Das war meine Frage. Und da habe ich damals, weil ich niemand so genau kannte, die Hofmanns gefragt, ob ich bei ihnen am Mittagstisch in ihrem Alltag mal dabei sein könnte, um zu sehen, wie sie ihre Konflikte lösen. Und so entstand die OJC-Gemeinschaft. Aus dem Experiment des gemeinsamen Lebens, das das Ehepaar Horst Klaus und Irmela Hofmann 1968 mit jungen Christen startete, entwickelte sich die ökumenische Kommunität Offensive Junger Christen, kurz OJC. Im gemeinsamen Leben reifen, persönliche und politische Fragen aufgreifen und lebbare Antworten im Evangelium finden. Das beschäftigte junge Erwachsene schon damals. Und auch heute, nach 50 Jahren, in der sich unsere Welt so gewandelt hat. Im Kern geht es um dasselbe. Wir wollen helfen, dass junge Leute nicht Glauben und Denken auseinanderdividieren müssen. Anstatt defensiv als Christen zu sein und anstatt aggressiv in dieser Welt die Gerechtigkeit durchzusetzen, eine offensive Art des Christseins zu leben, nämlich Glauben so zu leben, dass er eine Ausstrahlung hat und eine Kraft hat und hineinwirkt in die Gesellschaft. Seit 1979 ist die OJC im Odenwald zu Hause. In und rund um Schloss Reichenberg bei Reichelsheim tragen heute rund 100 Mitlebende und Mitarbeiter den Auftrag mit. Aus dem Zusammenleben auf Zeit wurde eine verbindliche Lebensgemeinschaft. Wir sind ein Zusammenschluss von Familien, ledigen, jungen, alten, aus verschiedenen Konfessionen und Regionen und laden jedes Jahr aufs Neue junge Menschen im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres oder eines Bundesfreiwilligendienstes ein, unseren Alltag mit uns zu teilen. Ganz praktisch sieht es aus, dass wir mit den jungen Menschen als Gemeinschaft unterwegs sind. Es gibt natürlich WG-Begleiter, die mit ihnen vor allem unterwegs sind, aber auch Mentoren, Seelsorger, Begleiter. Aber jeder hat mit ihnen Kontakt, jeder spricht mit ihnen. Und dann merken wir, was auch ihre Fragen, auch ihre Herausforderungen sind. Wir merken das auch in den Seminaren, die wir mit ihnen halten. Und dass wir da natürlich herausgefordert sind, auch zu forschen, was ist sozusagen der Stand der Dinge, wie schaut es in unserer Gesellschaft aus und welche Antworten braucht es auf diese Not der Zeit, auf die Not der heutigen Generation. Diese Zeit war definitiv eine meiner prägsamsten Zeiten bisher in meinem Leben. Eine Sache, die ich gelernt habe hier, war das Stille Sein, das Innehalten, durch die stille Zeit, die man morgens eingeübt hat.
Das nehme ich auch noch mit, das habe ich heute noch immer wieder, dass ich merke, okay, gerade in turbulenten Zeiten ist Zeit, um innezuhalten und nicht noch mehr zu schaffen, sondern sich Ruhe zu nehmen, Zeit zu nehmen, auch wieder auf Gott sich auszurichten, zu fokussieren. Wir wollen lernen, von der Hoffnung des auferstandenen Christus her zu leben. Das bedeutet, die Beziehung mit ihm zu suchen und ihn besser kennenzulernen. Er spricht in unser Leben hinein und hat ein Recht auf unsere Antwort. Er soll im Zentrum stehen. In der OJC haben wir ein Bild für das gemeinsame Leben, das uns immer wieder hilft. Das Bild des römischen Brunnens mit 3 Schalen. Und die erste Schale, das ist die Schale, die ich morgens in der stillen Zeit vor Jesus fülle. Das ist schon seit den Anfängen der OJC so, dass die stille Zeit einen ganz hohen Stellenwert in unserer geistlichen Spiritualität hat. Meine leere Schale Jesus hinhalte und sie füllen lasse. Christuszentriert leben heißt auch, den Atem unseres Alltags an den Rhythmus des Gebetes zu gewöhnen. Ausgerichtet auf Christus lernen wir zu unterscheiden, was Leben fördert und Hoffnung schenkt. Die klare Mitte in ihm ermöglicht einen festen Stand in unserer beschleunigten Welt. Auf der Höhe des Tages kommen wir zu dir. Wir gehören nicht der Arbeit, nicht den Menschen und nicht uns selbst. Wir gehören dir. Unsere Zeit steht in deinen Händen. In jedem Haus gibt es eine Kapelle oder einen Andachtsraum, wo wir uns zum Mittagsgebet treffen. Und dann ist Mittagessen. Da werden die jungen Leute eingeladen in die Familien. Wir haben auch viele Gäste, die mitessen. Es gibt auch in den Zentren 1-2 Mal Mittagessen. Und dann geht es nachmittags nochmal weiter. Die jungen Leute arbeiten im Garten mit, auf dem Bau, in der Redaktion, im Erfahrungsfeld, in den Gästehäusern, putzen, kochen, Betten richten und was da alles so anfällt. Arbeiten mit uns zusammen und sehen, wie wir Dinge tun. Und da kommen auch viele Fragen natürlich, die so am grünen Tisch nicht kommen, die man auch viel leichter beim Arbeiten beantworten kann. Ich habe das Gefühl, die Arbeit steht nicht im Mittelpunkt, sondern es geht sozusagen um mich selber, es geht um meine Entwicklung, um meine Gottesbeziehung. Und das finde ich so wertvoll, dass sozusagen wir nicht als Arbeitskraft gesehen werden. Natürlich müssen wir auch arbeiten und Sachen machen. Und natürlich ist die Arbeit auch nicht immer leicht, aber wir werden als Person gesehen und komplett gesehen. Und das Ziel ist es nicht, dass wir möglichst viel arbeiten, sondern das Ziel ist, dass wir uns in der Arbeit weiterentwickeln. Ich kann in der stillen Zeit für mich alles Mögliche erdenken. Ich brauche aber immer das Korrektiv des Gegenübers. Ich brauche das Korrektiv der Gemeinschaft. Und dafür ist genau diese zweite Schale da, dass wir gemeinsam Christus bezeugen. Und wenn diese erste Schale voll wird und überläuft, kann sie in die zweite Schale überlaufen. Das ist dann die Schale der Gemeinschaft. Nehmt und esst vom Brot des Lebens. Schöpferisch denken bedeutet, Räume des Miteinander-Atmens zu schaffen. Dabei erleben wir, dass der Dialog oft eine unerwartete Wende herbeiführt, kreative Lösungen ermöglicht und das Potenzial des Einzelnen entfalten und vervielfältigen kann. Wir gestalten den Alltag gemeinsam und nehmen unsere Gäste und Mitlebenden mit hinein. Ich finde, man wird hier unglaublich ernst genommen in allen seinen Fragen und auch in seinen Zweifeln. Man wird sehr dazu ermutigt, finde ich, selber zu denken, selber nachzufragen und dass es auch eine Berechtigung hat, wenn man Zweifel hat oder Dinge nicht versteht.
Ich habe viel besser verstanden, was Glauben überhaupt bedeutet und was Glauben im Alltag bedeuten kann. Glauben ist nicht so Abstraktes, was irgendwo oben rumschwebt, sondern das kann ganz praktisch gelebt werden. Wir feiern auch viel in der Gemeinschaft. Das Christsein und Freude zusammenhängen, das kriegen Sie wirklich hautnah mit. Das Kirchenjahr ist ja gegliedert durch seine großen Feste. Wir wollen lernen, geschwisterlich verbunden miteinander umzugehen, das Anderssein des Nächsten zu respektieren und uns einander nicht vorzuenthalten. Anderen Menschen ein Stück Heimat geben, uns gegenseitig bereichern. Aufrichtig miteinander umgehen, in den Dialog treten, auch wenn das nicht immer einfach ist. Nicht das Leben auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu bringen, sondern Unterschiedlichkeit als Ergänzung annehmen. Dann werden Konflikte zu Wachstumschancen für ein versöhntes Miteinander. Lebt mit uns, wir arbeiten mit euch. Wir möchten nicht nur einen Teil unseres Lebens, sondern das ganze Leben mit euch teilen. Ihr dürft auch uns alle Fragen stellen. Ob wir auf alle Fragen eine Antwort haben, ist eine andere Sache. Aber wir wollen für euch offen sein und auch Erfahrungen, die wir gemacht haben, weitergeben, damit ihr seht, Leben kann gelingen und glücken, auch in Not und Elend, wenn das kommt. Ich denke manchmal, wir sind wie eine Gesellschaft im Brennglas, also im Kleinen. Wir sind durchmischt von den Generationen, vom Alter. Die Familienstände sind verschieden. Es gibt Familien, Ehepaare, Ledige. Und vieles, was, denke ich, in der Gesellschaft relevant ist an Werten, versuchen wir hier zu leben. Und das ist natürlich für uns ein gewisser Vorteil, weil wir das gemeinsam wollen. Das, was zwischen Gott und mir geschieht, fließt in die Schale der Gemeinschaft. Da, wo wir es miteinander teilen und leben und erleben, da kann es überfließen. In die Welt, in die dritte Schale. Wir wollen lernen, Verantwortung in der Welt zu übernehmen. Die frohe Botschaft von der Liebe Gottes ist nicht nur persönlich relevant, sondern immer auch hochpolitisch. Gesellschaftlich handeln heißt, sich zu Wort zu melden und, wenn nötig, Hand anzulegen. Die letzte verantwortliche Frage ist nicht, wie ich mich heroisch aus der Affäre ziehe, sondern wie eine nächste Generation weiterleben soll. Und das ist genau diese dritte Schale, in die wir hineinwirken wollen. Wir wollen junge Menschen heranbilden und auch eine Herzensbildung vornehmen, dass sie letztendlich in Gesellschaft, in Politik und in Kirche wirken können. Aber das geht nur, wenn jeder persönlich aus der ersten Schale lebt, wenn es überfließt in die zweite Schale und das, was wir an Fülle in der zweiten Schale gesammelt haben, in die dritte Schale, in die Welt hinausfließt. Gibt es das Erfahrungsfeld, Schloss. Da kommen natürlich auch viele junge Leute. Unsere Gästehäuser werden belegt. Da gibt es oft Gruppen, die anfragen, wir wollen bei euch unsere Klausurtagung machen. Könnt ihr uns einen Vortrag halten? Könnt ihr uns die OJC vorstellen? Können wir von euch einen Referenten haben? Menschen begleiten auf dem Weg zur Reife, Heilung und Ganzheitlichkeit. Unsere geistlichen Erfahrungen weitergeben an Mitarbeiter in Kirchen und Gemeinden. Das religionspädagogische Erfahrungsfeld auf Schloss Reichenberg, das durch seine interaktiven Stationen neue kreative Zugänge zu Lebens- und Glaubensthemen ermöglicht, gehört heute genauso zur OJC wie das Haus der Hoffnung in Greifswald an der Ostsee. Dort öffnen wir Herzen und Türen für Menschen, begleiten sie seelsorgerlich
und ermöglichen ihnen eine Auszeit. Ich erlebe die OJC als einen Ort, an dem ich persönlich wachsen kann und in dem das Wachstum der persönlichen Reife einen hohen Stellenwert hat. Und da, wo ich anfange, meine eigene Lebensgeschichte zu reflektieren und mich meiner Geschichte zu stellen, werde ich auch fähig, andere Menschen zu begleiten. Wir reflektieren unsere Erfahrungen und Einsichten aus dem gemeinsamen Leben und tragen sie nach außen. In den Zeitschriften Salzkorn, Brennpunkt Seelsorge und Bulletin greifen wir aktuelle Themen auf, die in der Öffentlichkeit oft einseitig oder gar nicht dargestellt werden. Im Deutschen Institut für Jugend und Gesellschaft setzen wir uns mit Zeitgeistströmungen auseinander. Wir engagieren uns weltweit in Projekten für Versöhnung, Hoffnung und Gerechtigkeit. Offensiv. Und wir geben jungen Menschen Heimat, Freundschaft und Richtung in Jesus Christus. Denn sie sind die Gestalter unserer Zukunft. Was mir auffällt in meiner Arbeit auch als Lehrer, ist irgendwie, dass diese Identitätsfrage bei ganz vielen Jugendlichen eine ganz wichtige Frage ist. Und ich denke gerade diese Nachricht, die wir dann auch haben als Christen, dass wir in Gott Identität haben und dass wir von ihm gewollt sind und dass wir von ihm begabt sind und was zu sagen haben in der Gesellschaft, dass er uns gebrauchen möchte. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die an der Schule irgendwie auch für Schüler wichtig ist und die ich hier selber an der OJC auch gelernt habe.